Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zum heutigen Webinar zum Thema SkyWay, die Transporttechnologie der Zukunft. Kann man mich gut hören? Können Sie ein Feedback geben und Plus, wenn ich gut zu hören bin? Aha, keine Reaktion. Hörst du mich? Hallo? Schau mal, ich habe jetzt keine Reaktion, sehe jetzt keine Reaktionen in dem Chat. Komisch. Hallo? Okay, jetzt sehe ich, man hört mich. Wunderbar. Gut, okay, dann machen wir weiter. Ich bin noch nicht so gewandt mit dieser Technik, deswegen Entschuldigung die Störung. Okay, also nochmal, wir fangen an das Webinar zum Thema SkyWay, das innovative Transportsystem der Zukunft. Mein Name ist Stanislav Spaczynski und ich bin ein Diplom-Ingenieur für Maschinenbau und in Fachrichtung Fahrzeugtechnik. Ich kenne mich mit den Fahrzeugen deswegen gut aus. Meine zweite Ausbildung ist Nachhaltigkeitsmanagement, deswegen ist das Thema Nachhaltigkeit und Technik genau das mein Kerngebiet, was ich auch gelernt habe. Deswegen möchte ich versuchen, heute Ihnen das auch weiter zu vermitteln, mein Wissen. So, was wir heute vorhaben, wir sprechen einige Worte über den Erfinder der Technologie, dann über die eigentliche Technologie, die SkyWay-Technologie. Hier sehen wir einige Fotos, also das sind unsere Transportmittel und das ist unser Testgelände. Weiter, dritter Punkt ist die Entwicklungsstadium von dem Projekt, was wir heute haben. Der nächste Punkt ist die News und abschließend machen wir dann mit Fragen und Antworten. Deswegen, wenn im Laufe des Webinars Fragen auftreten, dann bitte die aufheben und dann am Ende stellen. So, zu dem Erfinder. Hier steht sein Name ist Anatoli Eduardovich Chinitzky, er ist ein Erfinder, Wissenschaftler, Ingenieur und Visionär. Er ist Ingenieur für Bahntechnik, also seit 50 Jahren beschäftigt er sich damit, dass sein aus physikalischer Hinsicht optimales Verkehrssystem oder besser gesagt Verkehrs- und Infrastruktursystem entwickelt und voranbringt. Er hat schon 30 Erfindungen schon zu der UdSSR-Zeiten gemacht und viele Millionen der Volkswirtschaft deswegen eingespart. Er ist Mitglied des Bundesverbandes der UdSSR für Astronautik und der Russischen Akademie für Naturwissenschaften. Er ist also der Erfinder unserer String-Technologie, worüber wir heute sprechen werden, und er ist auch Vorsitzender des Direktorenrats von SkyWay Technologies CO. Das ist das Unternehmen, was die Technologie entwickelt. Zu der Technologie an sich. Die Überlegungen von Anatoli Eduardovich Chinitzky waren sehr einfach. Er hat sich überlegt, um von dem Punkt A zu dem Punkt B zu gelangen. Was passiert denn eigentlich, wenn wir vom Punkt A zu dem Punkt B kommen? Aus der Sicht der Physik. Die kinetische Energie hat sich ja nicht geändert. Wir stehen am Punkt A still und wir stehen still auch am Punkt B. Und auch die potenzielle Energie hat sich nicht geändert, also die Höhenenergie, wenn wir auf dem gleichen Meeresspiegel sich befinden. Aber was hat sich denn eigentlich verändert? Wir haben sich bewegt, vielleicht Tausende von Kilometern und viel Energie dafür aufgewendet. Wo ging die eigentliche Energie hin?
Und das hat sich herausgestellt, dass die gesamte Energie, die man verbraucht für den Transport, für den Widerstand gegen die Umwelt aufgewendet wird. Und das heißt eigentlich auch gleichzeitig für die Zerstörung der Umwelt. Und das heißt, dass wenn man diese Verluste minimiert, die Verluste der Zusammenspiels mit der Umwelt, sagen wir so, dann hat man ein optimales Transportmittel entwickelt. Anatoli Nizhik hat sich überlegt, auf dem Planeten Erde kann man sich auf zwei Arten bewegen. Entweder mit einem Luftfahrzeug oder auf einem Landfahrzeug. Also drittes gibt es nicht. Ja, ja, und beide Bewegungsarten haben spezifische Nachteile. Zum Beispiel beim Fliegen ist es so, dass man den Hauptteil, den größten Teil der Energie dafür aufwendet, dass man der Gravitation entgegenwirkt. Das weiß man eigentlich aus dem Leben. So, wenn man etwas Schweres trägt, dann ist es wie Fliegen für diese, zum Beispiel eine Kiste Bier oder so. Ja, wenn man es trägt mit den Armen, dann ist es viel schwerer, als wenn man das rollt auf einem Wagen. Ja. Beim rollenden Bewegen hat man aber einen anderen Nachteil. Wir haben zwar nicht diese Gravitation, der wir entgegenwirken müssen, aber unser Luftwiderstand ist viel größer als bei den Luftfahrzeugen. Und das kommt daher, weil durch diesen Bodeneffekt, weil wir sich nah am Boden bewegen, vergrößert sich der Luftwiderstand um das 2,5-fache ungefähr. Ja, es spielen einige Effekte hier zusammen. Wir haben hier Verdichtung der Luft unterhalb des Fahrzeuges und Turbulenzerscheinungen hinter dem Fahrzeug, welche diese Verschlechterung der aerodynamischen Eigenschaften bewirken. Und deswegen hat Anatoli Nizhik die Idee gehabt, dass das perfekte Fortbewegungsmittel, also Hochgeschwindigkeitsfahrzeug, ist ein Fahrzeug, also Landfahrzeug, was auf einer Bahn sich bewegt, die so schlank ist, dass sie keinen Bodeneffekt verursacht. Ja, und damit ist es von Eigenschaften her sehr ähnlich einem Flugzeug. Bloß, wir müssen keine Gravitation aufwenden. Das war die ganze Grundidee. Und wenn wir ein Fahrzeug optimieren wollen, dann weiß man als Ingenieur, und Anatoli Nizhik ist ein Ingenieur, dass man im Fahrzeug nur 4 Verlustarten hat. Ja, man hat die internen Verluste, die im Auto oder in dem Fahrzeug ablaufen. Das sind also Verluste im Motor, Verluste im Getriebe. Und es gibt diese externen Verluste, die Verluste infolge des Rollwiderstands. Das ist wegen wegen der Bewegung auf dem Asphalt eigentlich, jetzt ein Beispiel vom Auto, ja, das ist Zusammenspiel mit der Fahrbahn. Und hier haben wir Verlust infolge des Luftwiderstands, das ist wegen der Luft und Zusammenspiel mit der äußeren Form von dem Fahrzeug. Und diese beiden Verlustarten hat Anatoli Nizhik mit seinem neuartigen Verkehrsmittel optimiert. Und zwar den Rollwiderstand hat er viel besser gemacht und den Luftwiderstand des Fahrzeuges. Und das können wir jetzt genauer anschauen. Bei dem Rollwiderstand ist es so, ich habe hier eine Tabelle aus der Wikipedia rausgeschnitten, dass zum Beispiel hier steht man, Rollwiderstand von einem Autoreifen auf Schotter ist 0,02. Im Vergleich dazu ein Autoreifen auf Asphalt hat 0,06. Ja, das ist ungefähr 3-fach besser. Also je kleiner die Zahl, desto besser, desto kleiner ist der Rollwiderstand. Man sieht, dass hier oben mit angesiedelt sind die Kugellager, die sehr, sehr kleinen Widerstand haben, und genauso die Eisenbahn hat relativ klein oder fast so klein wie die Kugellager, den Rollwiderstand. Und wenn man sich das vorstellt, ein Rollwiderstand von 0,001 bedeutet, dass für die in Gang bringen von einer Tonne Last auf einem Eisenbahnwaggon, da braucht man nur ein Kilogramm Kraft und dann kann man das schon fortbewegen. 1 Kilo Kraft pro Tonne heißt 0,001. Ja? Und man sieht hier ein Beispiel von der normalen Eisenbahn. Man sieht gleich da drunter das Rad von SkyWay.
Ja, man sieht eindeutig da die Unterschiede. Zum Beispiel hier das herkömmliche Eisenbahnrad. Übrigens, das da ist das blaue Teil von dem Eisenbahnrad, also vergrößert gestellt. Ja. Und man sieht also, ein kegeliges Rad kann sich nur auf einen Punkt abstützen. Ja, und in diesem Punkt haben wir sehr große Kräfte, also große Spannungen, und diese Spannungen zerstören unsere Schiene. Also die Schiene muss regelmäßig nachgeschliffen werden, auch die Räder müssen regelmäßig ausgetauscht werden. Es kommt zu Quietscheffekten, es kommt zu zusätzlichen Reibeffekten wegen dieser Spurkranz, welcher dazu da ist, um das Entgleisen zu vermeiden. Im Vergleich dazu haben wir bei SkyWay ein zylindrisches Rad, und ein zylindrisches Rad auf flache Schiene verursacht jetzt keine Punktlast, also das drückt nicht nur auf einen Punkt, sondern auf eine Linie. Und auf dieser Linie verteilt sich die Last natürlich viel besser, und wir haben auf dieser Linie bloß 200 Megapascal Druck, und diese Drücke sind für Stahl eigentlich überhaupt nicht kritisch. Da blättert der Stahl nicht ab, also es gibt kaum Abnutzung, man muss die Schiene nicht nachschleifen. Ja, und hier hat man ein zusätzliches Rad von der Seite, das ist sogenanntes Entgleisungsschutzrad. Das sieht man auch hier. Das ist dazu da, wie der Name auch schon sagt, dass das vermeidet das Entgleisen des Fahrzeuges von der Schiene. Man sieht also, man hat deutliche Verbesserungen zu der herkömmlichen Eisenbahntechnik, und man bewegt sich hier im Rollwiderstand schon in Richtung Kugellager. Ja, das war also zu dem Rollwiderstand. Jetzt kommen wir zu dem Punkt Luftwiderstand, was wir nämlich auch verbessert haben mit der SkyWay-Technik. Hier auf der Folie sieht man Anatoli Liminski, der schon seit Jahrzehnten unterschiedliche Versuche, Windkanalversuche mit unterschiedlichsten Formen gemacht hat. Also diese beiden Fotos sind aus den Jahren 2002, 2004, die beiden sind aus den 90er Jahren, also 1995, und er hat seit Jahrzehnten seine Technik verbessert und ausgetüftelt, also die Formen von seinen Fahrzeugen. Und er hat nämlich herausgefunden, dass wenn man einen und denselben Körper, hier sieht man denselben Körper, wenn man den einen Versuch laufen lässt, dass dieser Körper direkt an einer flachen Ebene befestigt ist, wie hier, das ist so ähnlich wie bei einem Fahrzeug. Und im Vergleich dazu macht man einen Windkanalversuch, wenn dieser selbe Körper frei im Raum fliegt oder befestigt ist, dann hat man den Unterschied im Luftwiderstand von bis zu vierfache. Man sieht hier 0,05 und hier 0,2. Das heißt, wenn ein Langfahrzeug ungefähr bis zu vierfachen Luftwiderstand verursachen kann, nur weil es direkt am Boden sich befindet. Und hier sieht man Windkanalversuch von unserem Unilot, dem Hochgeschwindigkeitsmodul von SkyWay. Man sieht hier diese schöne Form von der Luftstrahl, der sich schön anschmiedet an die Form von dem Unilot. Also diese Strömung liegt an bis zur Spitze. Man sieht fast von der Spitze bis zur Spitze liegt die Strömung an. Das heißt, das ist sehr gute aerodynamische Eigenschaften dabei sind. Wenn man dazu die heutigen Fahrzeuge vergleicht, die sehr gute aerodynamische Eigenschaften haben. Ich habe jetzt hier 3 Fotos herangestellt von den besten Fahrzeugen, die bislang gebaut wurden. Das ist also dieses Fortic Saxonia, Pack Car und Terra Fennec. Ja, diese 3. Und diese 3 Fahrzeuge haben etwas gemeinsam. Wenn man genau hinschaut, ist der Fahrzeugkörper, also die Karosserie an sich, die ist relativ flach gebaut, ja, und im Vergleich dazu ist der Abstand zum Boden relativ groß, ja, und deswegen, das zeugt genau von demselben Effekt, dass die Konstrukteure von diesen Fahrzeugen das genau auch erkannt haben. Die Unterböden von den Fahrzeugen sind nicht flach, sondern so halbrund, damit da sich nicht dieser Staudruck bilden kann unten drunter, der ja natürlich auch Energie verbraucht. Wenn man etwas staut, verpresst, dann braucht man dazu Energie. Ja, und so haben sie diesen Effekt vom Boden vermieden. Bei SkyWay haben wir natürlich andere Technik, weil wir einfach unsere Bahn so schlank wie möglich halten.
Das ist der Weg von SkyWay. Und so kommen wir zu der Bahn. Wie baut man eine Bahn, dass sie so schlank ist, dass sie überhaupt keinen Bodeneffekt verursacht? Ja, hier sehen wir eine herkömmliche Bahn, eine Hängebrücke. Und die ist ja massiv. Und wenn man da drüber fährt, hat man natürlich diesen Bodeneffekt. Dazu im Vergleich habe ich noch zwei andere Bilder hingelegt zum Vergleich. Die drei Bilder haben etwas gemeinsam. Und zwar diese drei Tragelemente, die Hängebrücke, das Fernsehturm und das Tragseil, haben dieselbe Last zu tragen. Also das ist ungefähr 100 Tonnen Last, die so eine Hängebrücke tragen kann. Wenn man in die Mitte so 100 Tonnen Laster draufstellt, das ist ungefähr so, was sie hält. 100 Tonnen ungefähr kann so ein Fernsehturm aushalten, wenn man die ganz oben hier befestigt. Und so ein Tragseil, ganz dünn, den sieht man ja fast kaum, der trägt auch 100 Tonnen. Und wie kommt dieser riesige Unterschied zustande, dass man bei Seil so kleine Dimensionen braucht? Und bei Fernsehturm und Hängebrücke riesige Konstruktionen. Ja, das kommt allein dadurch zustande, dass eine Hängebrücke auf Biegung belastet ist. Also Hängebrücke wird gebogen, wenn die belastet wird. Fernsehturm ist auf Druck belastet. Ja, also ist eine Druckbelastung. Und ein Seil ist immer auf Zug belastet. Ein Seil kann man gar nicht auf irgendwie anders, fast gar nicht anders belasten, dass der halten kann, nur auf Zug. Und dafür hält er eine riesige Last aus. Das sieht man auf der nächsten Folie. Und zwar so ein Seil oder irgendeine beliebige langgestreckte Struktur, die kann man auf bestimmte, also es gibt bestimmte Art und Weise, wie man so eine Struktur belasten kann. Also Zug, Druck, Biegung, Torsion, Scherung und so weiter, ja. Und man weiß, dass die Zugbelastung für das Material eigentlich die günstigste ist. Weil bei Zugbelastung ist die einzige Belastungsart, wo alle Elemente in diesem Konstruktion gleichzeitig gleichmäßig belastet sind, ja. Und deswegen kann man zum Beispiel so einen Stock oder etwas Beliebiges, am schwierigsten ist es, wenn man versucht, das zu reißen. Selbst Blatt Papier zu reißen, ist sehr schwer, ja, durch Zug. Und man sieht hier den prinzipiellen Unterschied zwischen Eisenbahnrad von normalen, herkömmlichen Eisenbahn und von SkyWay. Und normale Eisenbahn, wenn das über die Schiene fährt, dann verursacht es Biegebelastung. Das ist so, als wenn man versucht, so eine Gitarrenseite, die nicht gespannt ist, von oben mit dem Finger zu belasten. Wie viel Kraft braucht man denn eigentlich dazu, um so eine ungespannte Gitarrenseite kaputt zu biegen? Ist kaum Kraft notwendig, die ist sofort kaputt. Wenn man aber dieselbe Gitarrenseite spannt, so wie hier bei SkyWay-Technik, da sind ja diese vorgespannte Seile innen drin, in dem Schienenkörper, dann braucht man viel mehr Kraft, um diese selbe Konstruktion zu vernichten, sagen wir so, ja. Weil wenn man eine gespannte Seite, Gitarrenseite, versucht von der Seite so zu belasten, dann kann man die nicht mehr verbiegen, weil die Vorspannung das gar nicht zulässt. Man kann die nur reißen durch diese Querkraft. Und zum Reißen braucht man die 30-fache Kraft. Im Umkehrschluss kann man sagen, man braucht ein 30stel an Material, um dieselbe Tragfähigkeit zu bekommen, als wenn man dieselbe Konstruktion auf Biegung belastet. Und das ist der ganze Clou bei SkyWay. Man sieht hier prinzipieller Aufbau von SkyWay-Bahnen. Also man braucht keine Bahnschwellen für SkyWay, man kann diese Schienen direkt spannen zwischen Stützen, die in einem Abstand von bis zu 100 Meter sein können. Also Stützenabstand 100 Meter und dazwischen sind nur diese zwei Schienen und da drauf können Fahrzeuge fahren. Mehr braucht man nicht dazu. Wenn man so Fischbauch ähnliche Brückenkonstruktion macht oder Hängebrückenkonstruktion dazu macht zu SkyWay, dann kann man Stützenweiten von bis zu 5 Kilometer erreichen. Also das sind für normale Brückenbautechnik immense Dimensionen eigentlich. Ja, von oben gesehen sieht das Ganze so aus. Wir brauchen alle ungefähr 3 bis 5 Kilometer diese Ankerstützen
an den Ankerstützen werden diese Strings gespannt, ja, diese Seiten, ja. Aber dazwischen, in diesen 5 Kilometer, braucht man sehr schlanke Zwischenstütze. Schlank sind die deswegen, weil eine gespannte Konstruktion sich eigentlich selber trägt. Ja, so eine gespannte Gitarrenseite, die neigt nicht dazu auf, das Gitarrenbrett sich zu legen, weil die trägt sich von selber. Deswegen, die Zwischenstütze sind sehr nur die Spannstationen sind massiv, aber wir brauchen ja immer wieder sowieso diese Bahnhöfe und Umsteigestationen. Und da kann man natürlich die schon mit integrieren in diese Ankerstation. Ja, so würde der Bahnhof aussehen. Das ist kreisrund. Das ist sich bewegende Bahnsteig, der bewegt sich langsam mit derselben Geschwindigkeit wie die Fahrzeuge. Ja, wenn der volle Kreis erreicht ist, dann fährt das Fahrzeug hier weiter oder auch in die Richtung, wenn das dann keine Endhaltestelle ist. So, hier sehen wir die 3 Schienenarten, die SkyWay entwickelt hat. Eigentlich haben wir jetzt schon die 4. Schienenart, die zeige ich dann auf der nächsten Folie. Die erste Schienenart, die heißt halbstarre Schiene. Da sieht man einen Ausschnitt davon. Da sind auch diese Strings innen verlegt. Und man sieht hier auch die typischen Verlegung von dieser Strings. Man sieht, dass diese Strings, die sind in dem Bereich zwischen den Stützen, wo man den größten Durchhang erwartet von der Schiene, weil die Schiene, die sich ja durch. Ja, da ist auch die Strings, die Bündel von den Seilen, die sind auch so verlegt, dass sie hier ganz tief durchlaufen. Und so ist es so gemacht, dass wenn man hier zieht, dann versucht sich dieses Seil gerade zu richten und es schiebt den Schienenkörper auch mit nach oben. Ja, weil der fest durch den Beton mit dem Schienenkörper verbunden ist. Und so kann man erreichen, dass in einem ungespannten Zustand die Schiene sogar eine Gegenbiegung hat. Ja. Okay, die nächste Schienenart ist diese flexible Schiene. Da sieht man einen Ausschnitt davon. Die flexible Schiene kann man dazu nutzen, um 5 Kilometer Stützenweiten zu überbrücken. Hier steht 2 Kilometer, aber kann man berichtigen bis zu 5 Kilometer, je nachdem natürlich, je nach Belastung. Ja, und das ist natürlich eine wunderbare Lösung für bestehende Städte. Man kann sich vorstellen, dass eigentlich in jeder Stadt, die heute schon existiert, wenn man alle 1 bis 2 Kilometer so ein Hochhaus stellen würde, ja, und die miteinander vernetzen würde mit dieser Technik, die kostet fast nichts. Ja, so ein Teil, die kostet ja fast nichts. Dann kann man quasi kostenlosen Transport veranstalten. Warum ist es kostenlos? Man kann sich vorstellen, wenn man sich bewegt von einem Turm zu dem anderen, also am Anfang der Fahrt haben wir ja eine Teilfahrt. Man beschleunigt sich von alleine, also durch die Gravitation. In der Mitte hat man die größte Geschwindigkeit erreicht und danach fängt die automatische Bremsvorgang an, weil eben auch die Gravitation hier mitspielt. Und am Ende kommen wir mit der Geschwindigkeit nur an, also wenn man also keinen Luft- und Rollwiderstand hätte. Und die beiden Widerstände muss man mit kleinen Motoren nur dann ausgleichen und man kann schön fast kostenlosen Verkehr veranstalten in jeder bestehenden Stadt. Die dritte Schienenart ist ganz unten, das ist diese massive, heißt starre Schiene, die ist dazu da, um schwere Fahrzeuge zu transportieren, die oben also aufgesetzt sind. Die anderen 2 Schienen, die waren ja für abgehängte Fahrzeuge. Und dieselbe Schiene, die kann man auch dazu nutzen, um 2 abgehängte Fahrzeuge da dran zu transportieren. Man sieht das hier also in dem links unten, also in dem Bild unten rechts, dass da so ein abgehängtes Fahrzeug auch da dran hängt. Und oben gleichzeitig könnte noch ein Fahrzeug fahren. Also gleichzeitig könnte 3 Fahrzeuge an diese relativ filigrane Konstruktion fahren. Man sieht das hier auf dem Bild unten links, dass die Schienen durch Isolatoren miteinander verbunden sind, weil die auch stromführend sind. Entlang der Schiene wird eine Stromschiene verlegt, wo auch der Strom für die Fahrzeuge abgezapft wird. Deswegen sieht man auch hier, dass es alles isoliert, also die beiden Schienen sind voneinander.
Also auf den Fotos oben sieht man auch. So, ja, die vierte Art von Fahrzeugen, das ist der Uniwind, super leichte Schiene von SkyWay. Diese Schiene ist so dünn und schlank, dass sie sehr, sehr an eine Seilbahn erinnert. Und deswegen habe ich hier gleich auch so ganz schematisch dargestellt eine Seilbahn und eine Skyway-Bahn, also oben rechts. Ja, und man sieht hier, leider sind die Punkte verschoben bei der Kopie, aber man könnte sich vorstellen, eine Skyway, also eine Seilbahn, da fährt ein Rad auf einem Seil. Ja, und der Seil besteht aus einzelnen Drähten. Ja, Drähte sind in Mix und dann zusammengebündelt und daraus besteht ein Seil. Aber wenn man ganz genau hinschaut, wenn so ein Halbrunde das Rad abrollt auf einem Seil, dann berührt diese Drähte eigentlich nur in einzelnen Punkten. Und in diesem Fall hätte man nur 3 Berührungspunkte. Dann muss man sich diese rote Punkte etwas tiefer vorstellen, ja? Genau an den Berührungspunkten. Und daher herrschen natürlich enorme Drücke und deswegen reißt das Seil auch relativ schnell. Der muss alle 6 bis 8 Jahre ausgetauscht werden, bei der Seilbahn. Und da kann man natürlich auch keine hohen Geschwindigkeiten deswegen fahren. Ja, im Vergleich dazu, wir haben hier Skyway-Technik, wir haben hier ein Rohr. Und zwar ist es ein unendliches Rohr, das wird auf Maß hergestellt, man kann 30 Kilometer herstellen, wenn man lustig ist. Das wird so zusammengerollt und transportiert auf die Baustelle, die man braucht und eben verlegt. Und in dem Rohr drinnen sind auch diese hochfeste Seile verlegt, Stahlseile, ja, genauso wie hier ist auch dargestellt. Da ist es ein Rohr, und im Rohr sind die Seile. Und genauso wie bei den anderen Schienen ist das Ganze auch mit Beton verfüllt. Weil Beton, der dämpft die Geräusche, das ist viel leiser als eine Seilbahn dadurch. Und Beton überträgt auch die Kraft auf alle Drähte. Nicht, dass es auf einzelnen Drähten fährt. So, wir haben also gesehen, SkyWay hat Rollwiderstand optimiert, wir haben revolutionäre Technik, was den Rollwiderstand angeht, und wir haben den Luftwiderstand minimiert, weil unsere Bahnen so schlank sind, kaum Bodeneffekt verursachen. Und deswegen kann man sagen, dass SkyWay eigentlich eine optimale Lösung ist für unseren Planeten, für die Fortbewegung. Man sieht auf der nächsten Folie die Vorteile von der SkyWay-Technologie. Man sieht hier die Verkehrssicherheit. SkyWay ist unabhängig, weder von Wetterbedingungen noch vom Verkehr, von irgendwelchen anderen Faktoren, weil das ein autarkes System ist. Wenn man SkyWay aufgebaut hat, ist es nicht irgendwie, interagiert es nicht mit dem Straßenverkehr oder mit Flugverkehr oder was auch immer. Ja? Wir haben also sehr hohe Sicherheit bei unseren SkyWay-Fahrzeugen. Das Entgleisen ist technisch ausgeschlossen. Zusammenprall ist technisch ausgeschlossen. Ja, weil das Ganze auch computergesteuert ist. Ja, und auch bei Umweltkatastrophen und Extrembedingungen schneidet SkyWay auch sehr gut ab. So, der zweite Vorteil ist die Umweltfreundlichkeit. Man braucht also keine staubildenden und umweltschädlichen Erdaushübe und Ausschüttungen. Man braucht nur alle 50 bis 100 Meter diese Stützen, die etwas massiver sind als Straßenlaternen, und man kann schon mit hohen Geschwindigkeiten fahren. Also wir sprechen hier über Geschwindigkeit in der Stadt bis 150 km/h und außerhalb der Stadt bis 500 km/h. Ja, also das sind enorme Geschwindigkeiten, das kennt man so nicht im normalen Leben. Ja. Wir haben dabei aber auch noch keine Störungen von Tierwanderungen. Also die Tiere könnten unterhalb von den Bahnen locker weiter wandern, ja, und migrieren. Wir haben keine Eingriffe in den Grundwasserhaushalt. Ist auch sehr wichtig, obwohl vielleicht scheinbar nicht wichtig, aber wenn man da rein sie spuckt, ja, dann kann man sehr große Probleme bekommen. Also die Schweizer können davon auch ein Lied singen. Also, keine Abgase, Tausalz oder Reifenabrieb sind alles Vorteile, die wir bei Straßenverkehr so nicht kennen. Niedriger Energiebedarf, vielfach niedriger als Elektroautos, vielfach niedriger. Also
Und als Bediener sind Dimensionen besser. Dritter Vorteil ist Komfort. Wir haben hohe Ebenheit der Fahrstrecke und wir haben geringe Fahrgeräusche. Die Ebenheit kann man übrigens auch einstellen. Wenn man sagt, wir möchten ganz perfekt ebene bauen, dann kann man das durch die Vorspannung, durch den Abstand der Zwischenstützen und durch die Tiefe der Schiene kann man diese Ebenheit regulieren. Ja, kommt einfach auf die Bestellung drauf an. Wir haben kurze Wartezeiten, Tür zu Tür, weil das Ganze eben automatisch ist. Man geht hin in die Station rein, das System erkennt, da kommt ein Passagier, automatisch kommt ein Fahrzeug, man muss nicht warten, man setzt sich hin, drückt die Knöpfe, wenn man hinfahren muss. Die Fahrten abhängig waren 24 Stunden, 7 Tage der Woche. Ja, automatische Steuerung. Ja, wir haben also Beschleunigungen, die langsam sind, also wir brauchen keine Extrembeschleunigung, denn das Ganze ist auch sehr sparsam und auch Bremsen und Beschleunigungen sind langsam und deswegen sehr komfortabel. Also Komfort ist viel besser als auch im Luftverkehr, im heutigen Luftverkehr und von modernen Eisenbahn ganz zu schweigen. Hier sieht man nochmal, wie SkyWay bei Extrembedingungen abschneiden würde. Also man sieht hier ein Tsunami, wäre völlig egal, weil einfach die Bahn, wenn man die einfach herbaut als ein Tsunami, und diese Bahnstützen, die haben sehr kleine Segelwirkung. Ja, ein Tsunami geht da einfach durchgekackt. Um die Kraft auszunehmen, braucht er große Fläche, ein Hauswand oder so, da kann man ein Tsunami dran drücken. Aber solche schlanke Strukturen, da geht so eine Welle durch, passiert nichts. Man sieht hier unten, was passiert beim Erdbeben, wenn sich so Erdplatten bewegen bei der modernen Eisenbahn. Der ist gleich irreparabel. Irreparabel ist es schon, aber mit sehr hohem Aufwand. Oder bei Überschwemmungen, genau dann, wenn man das dringend braucht. Sowas passiert. Bei SkyWay wäre es jetzt selbst wenn durch Erdbeben eine Zwischenstütze zerstört würde, dann würde die Bahn trotzdem befahrbar sein. Also mit einer kleineren Geschwindigkeit, Computer erkennt das auch automatisch, aber trotzdem befahrbar bis 60 km pro Stunde. Jede zweite Zwischenstütze könnte entfallen. Man sieht deswegen hier das allgemeine Performance von SkyWay im Vergleich zu den anderen typischen Fortbewegungsmitteln. Und zwar ist es, hier haben wir magnetische Schwebebahn ganz oben. Und das zweite ist Monorail, das dritte ist Automobilverkehr, das vierte ist dann Eisenbahn und das fünfte ist SkyWay. Und man sieht, dass überall, ob Einrichtungskosten, ob Betriebskosten, Umweltbelastung oder Unfallgefahr, schneidet SkyWay deutlich besser als die anderen. Die Gründe habe ich ja vorher erläutert, weil wir sehr wenig Material für den Aufbau brauchen, weil unsere Fahrzeuge also keinen Bodeneffekt haben und Rollwiderstand sehr minimal ist. Und deswegen kommt es ja zu kleiner Umweltbelastung. Und bei Unfallgefahr könnte man ja sagen, dass es durch die automatische Steuerung und Autarkheit von dem System sehr sicher ist. So, die vorhandenen Fahrzeuge, die schon gebaut wurden, schon zum größten Teil erprobt wurden und zertifiziert wurden. Ja, man sieht hier oben links den Minibike, den Zweisitzer. Oben rechts ist übrigens das erste Fahrzeug, was vor rund 2 Jahren getestet wurde, 2016 im November. 2017 kamen und 2018 kamen noch weitere Fahrzeuge hinzu. Also 4 Fahrzeugtypen haben wir schon zertifiziert, die anderen sind im Erprobungsstadium. Hier sehen wir noch weitere Bestandteile unserer Technologie. Auch unsere Elektromotoren, das sind Synchronmotoren, die sind auch aus eigener Herstellung, weil das ganz spezielle Motoren sind, die auf die SkyWay-Technik dann spezialisiert wurden. Außerdem haben wir eigene Drohnen, also diese Drohne, die man sieht, das ist ein umgebauter Hubschrauber mit dieser Drohne, weil da kein Pilot drin sitzt, das wird von außen gesteuert, damit es auch einfach mehr Tragfähigkeit hat. Ja, und mit dieser Drohne gedenkt man, die Zwischenstütze zu installieren,
Weil ansonsten zur Installation müsste man ja für jede Zwischenstütze eine Straße bauen und das würde ja sinnfrei sein. Ja, und deswegen mit der Drohne-Installation. Unten links sieht man noch das Fahrzeug, wie das aufgebaut ist, also den Ausschnitt. Man sieht das ganze Fahrgestell, das befindet sich oben und da ist ja eigentlich nicht so viel drinnen. Da sind ein paar Batterien drin, ein paar Kühlkörper, die Radmotoren, die Aufhängung, ja, und das war's schon. Und die Elektronik. Ja, also im Vergleich zum normalen Fahrzeug, das ist viel, viel einfacher, das Ganze. Und unten rechts sehen wir Blockchain-Technologie. Was damit gemeint ist, dass die Steuerung von SkyWay-Bahnen, also die Steuerung von den einzelnen Fahrzeugen, wird mittels der Blockchain-Technologie gesteuert. Das heißt, wenn das für jemanden kein Begriff ist, das ist die sicherste Technologie für Datenübertragung und Datenspeicherung, die man heute kennt. Blockchain-Technologie und die nutzt man eben dazu. Ja, es ist viel einfacher, ist ein einzelnes Elektron im Universum zu finden, als einen Code in Blockchain-Technologie, könnte man so sich vorstellen. Ja, also das ist unhackbar, ja, sowas, ne, wenn man das so aufsetzt. So, jetzt kommen wir zu der Projektentwicklung. Wir haben viele Stadien durchlaufen, das Projekt ist ja schon sehr alt. Wie gesagt, Anatoli Juski beschäftigt sich schon seit 50 Jahren mit der Entwicklung von seiner Theorie und von seinem Konzept. Ja, also hier steht von 78, aber der hat eigentlich seine Idee schon früher gehabt. Ja, bis 2014 hat er grundlegende Konzepte ausgearbeitet. Der hat viele Versuche gefahren, also grundlegend ausgedacht, wie das Ganze aussehen soll. Und ab 2014 hat es dann angefangen mit Ausarbeitung von den fertigen serienreifen Produkten. Und ab hier hat natürlich dieser enorme auch Kapitalbedarf angefangen. Ja, wenn man das groß aufsetzen möchte, dann braucht man sehr viel Kapital. Und deswegen hat 2014 auch gleichzeitig diese Volksfinanzierungsaktion gestartet. Ja, unser Projekt ist volksfinanziert, da sind keine einzige Bank dabei, keine einzige Regierung, die das Ganze unterstützt, oder da sind also viele Tausende, ungefähr halbe Million einzelne Investoren, die dieses Projekt unterstützen. Ja, und ab 2014 hat es angefangen. Und da hat es wirklich rapide angefangen zu entwickeln. Also das Design wurde hier in diesen Jahren konzipiert, Bauvorhaben, man hat also dieses Testfeld aufgesetzt, wo die ganzen Fahrzeuge gezeigt werden, auch wo die ganzen Videos herstammen. Ja, dieses Testfeld in Weißrussland. Und ab 2016 hat man mit Zertifizierung von Fahrzeugen und mit der Demonstration angefangen, weil dazu ist ja dieses Demonstrationspark da, dass die potenziellen Kunden kommen, sich das anschauen und bestellen. Und Markteinführung ist ab 2018 gedacht. Wir sind mittendrin, weil wir schon ein kommerzielles Projekt unterschrieben haben. Hier sieht man also zu dem Technopark, also diesem Ökotechnopark in Weißrussland, noch ein paar Informationen. Das hat also 2014 angefangen. Das Ganze sollte 240 Millionen US-Dollar kosten. Ungefähr 80% davon haben wir schon gesammelt. Ja, und uns bleiben noch 3 Phasen, um das bis zu Ende zu finanzieren. Ja, und das Ganze ist eben, wie gesagt, dazu gedacht, um die Technologie von SkyWay zu zertifizieren und zu demonstrieren. So. Wir haben hier, Moment mal. Ja, genau. Also, aber das ist, kann man sogar sagen, das ist der erste Ökotechnopark, weil wir haben schon einen zweiten Park im Aufbau. Das ist der Innovations- und Technologiezentrum in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Das Ganze hat ja, gab ja letzten Monat dazu Berichte. Das Ganze hat ja angefangen im Frühling dieses Jahres und Baubeginn
tatsächliche Baubeginn war September 2018. Also wir sind voll dabei im Aufbau und da sollen 3 Teststrecken aufgebaut werden mit verschiedensten Fahrzeugen. Die erste Teststrecke mit der ultraleichten Wind soll schon im April 2019 gehen und Automobilindustrie hat versprochen, dass den Scheich, der das Ganze bestellt hat, der Probefahrt machen lässt, dann zu der Zeit. Also sind wir mal gespannt, wie es dann ausschaut. Oh, jetzt muss ich hier einiges wegklicken. Entschuldigung. So. Wir haben hier alle möglichen Auszeichnungen, Zertifikate, Patente und so weiter, all das, was man braucht, um so eine Technologie in die Welt zu setzen. Natürlich hat man auch nicht alles patentiert, weil alles zu patentieren wäre auch nicht ganz zielführend, weil man damit ja auch die Technologie auch preisgibt, ja. Und das Konzept von SkyWay ist auch, dass man einige Elemente einfach verheimlicht. Zum Beispiel die Zusammensetzung von dem Beton, das ist ein spezielles Know-how von SkyWay. Dieser ultraleichte, ultradünnflüssige Beton, der sehr, sehr elastisch ist und so weiter. Ja, wir haben Zertifikate von unterschiedlichen internationalen Institutionen. Und wie gesagt, unsere Fahrzeuge sind auch zum größten Teil schon zertifiziert. So, jetzt kommen wir langsam zu den News des letzten Monats. Erst einmal natürlich, das heißeste Thema ist Arabische Emirate. Was ist da noch vorgegangen nach den ersten Videos? Da regnet es einfach mit den Informationen in dem Land. Also, der Scheich Hamdan bin Mohammed Al Maktoum, der Kronprinz von Dubai, machte sich mit der SkyWay-Technologie vertraut. Ja, und da sieht man hier auf dem Foto relativ in der Mitte, das ist sein Tweet aus dem Twitter, das ist der Scheich, der hat dazu geschrieben. Den sieht man auch auf dem Foto, da sitzt er im Minibus drin, in der Mitte. Ja, das ist der Kronprinz von Dubai und der hat geschrieben, dass Dubai außer Grenzen denkt, ja, so ungefähr, ja, und dass es versucht, eine neue Transportrevolution in Gang zu setzen, mit neuen Skypods, die nennen halt die Skyway-Fahrzeuge Skypods, sieht man auch auf den Fotos, ja, und das die Meinung vom Kronprinzen von Dubai ist, ich glaube, das sitzen wir auf dem richtigen Dampfer. Ja, zweite Nachricht, der Scheich Sultan bin Mohammed Al-Qasimi, das ist der Emir von Sharjah, von dieser Stadt, wo der Innovationszentrum gebaut wird, besuchte dieses Innovationszentrum, ja, und man hat da einiges besprochen, also die Möglichkeiten der Zusammenarbeit zwischen privaten Menschen und dann staatlichen Institutionen, sowie auch die Aufbaupläne von dem Park. Ja, und man sieht hier unter seinem Ellbogen, da gab es viele Diskussionen im Internet, aber ich bin der Meinung, das ist ein Prospekt von SkyWay. Ich habe das Ganze jetzt nochmal vergrößert dargestellt. Da sieht man hier unter seinem Ellbogen und das ist unser Fahrzeug, also Unilot. Das ist Titelbild bei einem Prospekt von SkyWay. Da sitzt der Emir von Sharjah. Das ist ein Emirat von Arabischen Emiraten. So, auch in den Medien soll SkyWay für immer mehr Aufsehen. Berichte, also von den arabischen Sendern, sieht man hier ein arabischer Sender, ist dieses Arabia, hat einen Bericht gesendet mit diesen schönen 3D-Simulationen, die so durch die fahrenden Unibikes, ganz super. Und dann ein französischer Logistikportal hat auch die Perspektiven von Einführung von SkyWay-Technologien in Arabischen Emiraten diskutiert. Außerdem hat ein großer russischer TV-Sender, NTV, einen Bericht gebracht über ein anderes Feld von SkyWay, und zwar dieses Auto,
für die gehbehinderten Menschen. Ja, und das war in dieser Sendung, die heißt Wunder der Technik, und da hat man dieses Auto präsentiert, die sehr ergonomisches Auto, sehr effizientes Auto ist, ja, und sehr bequem für die Menschen, die gehbehindert sind. Man sieht es auf dem Foto rechts, dass es ein E-Mobil ist, das ist jetzt angekoppelt jetzt am Stromnetz, und da sitzt der Mann, der sitzt direkt in seinem Sessel, sitzt er drin. Also man muss nicht umsteigen von dem Rollstuhl, wenn man dieses Auto dann steuern möchte. Ja, und das ist halt sehr praktisch für die Menschen, die gehbehindert sind, und das eröffnet eine ganze Branche, Dienstleistungsbranche für diese Menschen, für die vorher das überhaupt nicht möglich war, zum Beispiel Pizzafahrer zu werden. Ja, weil das einfach zu kompliziert war. Und jetzt, wenn man einfach aus dem Auto direkt rausfahren könnte und dann an die Tür von den Kunden, dann wäre vielen Behinderten schon sehr geholfen. Also das Auto ist da und wird auch heiß diskutiert in den Fachkreisen. So, zu der Öffentlichkeitsarbeit von SkyWay. Also auch in dem letzten Monat hat SkyWay viel Öffentlichkeitsarbeit geleistet, und auf diesen beiden Folien zeige ich ein paar Daten dazu. Und zwar SkyWay nahm an diesem internationalen Forum für also Logistik, Ideenpraxis und Perspektiven heißt dieses Forum. Und in dem Forum haben viele auch große Gäste teilgenommen. Das waren Vertreter vom Ministerium von Naturressourcen Russland, Ministerium für also russisches Transportministerium, dann russische Staatseisenbahn und auch Abgesandte vom russischen Parlament. Ja. Man hat viele Themen diskutiert, was Umweltschutz angeht, und da war natürlich SkyWay mit dabei und hat auch für reges Interesse gesorgt, weil das eben bei dem Hintergrund des stetigen Interessenkonflikts zwischen den Branchenakteuren, also zwischen den Transportunternehmen und den Umweltschützern. Das scheint also eine Alternative für beide, also zu sein, die für beide interessant sein könnte, für beide Parteien. Außerdem hat in Moskau dieses Business Forum, Synergie Global Forum, stattgefunden. Das ist der größte Forum in der Welt. Da haben 25.000 Unternehmer teilgenommen, und SkyWay war natürlich da auch dabei und hat sich auch präsentiert. So, SkyWay nahm auch an dem Investitionsforum, Privatmoney Forum in Moskau teil. Ja, dieser Forum, da geht es um Kapitalanlagen, Investitionen, Immobilien und Handel allgemein. Und da hat SkyWay auch großes Interesse erzeugt. Ja, mit diesen 3D-Brillen und mit dem 1:10 Modell von SkyWay-Fahrzeugen. Und Engineering Slam in Kasan, das ist eine Großstadt in Russland, hat SkyWay auch teilgenommen. Das ist eine Veranstaltung, die dazu gedacht ist, Wissenschaft und Technik zu popularisieren, also vor allem für die jungen Menschen. Und da hat unser Chefkonstrukteur von der Stadtbahn, der heißt Savchenko, der hat auch einen Vortrag gehalten und erzählt über die Vorteile von der Technologie und über die Herausforderungen, die vor den Konstrukteuren von SkyWay stehen. Ja, nächster Beitrag geht um intellektuellen Terrorismus. Ja, und zwar hat Junitski ein einstündiges Video herausgelassen vor kurzer Zeit. Es geht darum, dass ein hoch angesehener Professor aus der MIT, also das ist diese Universität, Moskauer Universität für Transport, der spricht seit Jahrzehnten eigentlich sehr negativ über SkyWay. Ja, und deswegen hat Anatoli Junitski ein einstündiges Video herausgelassen, um zu zeigen, ja, wie falsch die Argumente von diesem Professor Zelov ist, ja. Ja, also dieser Zelov, der ist langjähriger Gegner der Idee des Stringtransports. Das ist bekannt, dass er auch Geld damals bekommen hat, vor 15 Jahren, wo er ein Projekt in Khabarovsk im Sande verlaufen ist. Also ein ganz gefährlicher. Also der hat mit seinen Annahmen, die er getroffen hat, der hat also ein Simulationsmodell gemacht. Vielleicht sieht man das genau. Hier auf der nächsten Seite sieht man oben das Simulationsmodell von SkyWay, von Zelov. Und unten sieht man ein Simulationsmodell von SkyWay, wie SkyWay ist.
Ja, und man sieht, dass die Beschleunigung, also diese Kurve, die ist viel, viel größer. Und man muss bedenken, die Kurve von SkyWay, die hat man schon 10-fach vergrößert. Ne? Sonst würde man ganz gerade Linie sehen. Man sieht also, diese Prozessor Zilov hat dieses Performance von SkyWay ungefähr um das 130-fache verschlechtert mit seinen schlechten, bewussten oder unbewussten Annahmen. Und seine Annahmen, die kann ich auch jetzt auch zeigen oder auflesen, was er da angenommen hat. Also zum Beispiel hat er angenommen, dass das einfach auf einem Saal fährt. Und man sieht ja, dass es kein Saal ist. Und hat sie auch gesehen auf dem Foto zuvor. Ja, man sieht hier Anatoli Nitzki, eine Schiene, wie die ist. Das ist eine starre Konstruktion. Das ist kein Saal. Zilov hat Saal angenommen. Außerdem hat er ein Gewicht von dem Fahrzeug von 10 Tonnen angenommen. Bei einer Vorspannung von 300 Tonnen muss man aber Fahrzeuge bis zu 3 Tonnen fahren. Also schon mal das mehr als dreifache Gewicht hat er angenommen. Außerdem hatte also bei diesen Stützen hatte keine Sattel vorgesehen. Sattel sind dazu da, dass da kein Knick entsteht, wenn man über die Stütze fährt. Ja, so ähnlich baut man das ja auch bei der Seilbahntechnik. Und er hat keine Sattel da eingesetzt. Und seine Bahn hatte eine Durchbiegung, ja, zwischen den Stützen. Und SkyWay hat normalerweise diese Gegenbiegung, also Vorbiegung nach oben. Und all diese kleinen Annahmen haben dazu gebracht, dass das Performance wirklich viel, viel schlechter geworden ist. Und das ist wirklich gefährlich, was solche Menschen machen. Weil sie mit ihrer quasi Sachkundigkeit viele, viele Menschen von diesem sehr tugendhaften Projekt abwenden. Ja, die machen falsche Annahmen und dann sprechen sie Fachsprache und andere Menschen, die sich damit nicht auskennen, denken, ja, der will sich auskennen, dann wird es wohl so sein. Ja, also sehr gefährlich. Deswegen, wenn Sie im Internet recherchieren, ganz genau auf die Argumentation von Parteien achten. Wenn Sie sich nicht sicher sind, dann lieber fragen Menschen, die fachkundig sind. So, jetzt aber zu den guten Nachrichten. Anatoli Nitzki wurde slowakischer internationaler Friedenspreis verliehen. Dieser Friedenspreis, also diese Verleihung fand am 11.12. statt. Und Anatoli Nitzki wusste selber nicht, dass er da nominiert ist und war für ihn eine Überraschung. Aber der hat das Ganze zum Anlass genommen, da ein Manifest aufzunehmen. Ein sehr schönes Manifest. Kann man vielleicht, ja, ich tue mal vielleicht so einen Link da rein. Ich habe das Manifest selber nochmal übersetzt mit Alexandra, weil die Übersetzung, die jetzt original ist, die ist so schlimm. Also es ist fast Beleidigung für Anatoli Nitzki, deswegen setze ich da nochmal meine Übersetzung rein, weil das ist sehr inspirierend, was der Mann sagt. Ja. Ja, und außerdem hat er diesen offenen Brief an Elon Musk und Jeff Bezos geschickt. Ja, die beiden Menschen, die arbeiten intensiv auch an der Ausarbeitung von den Weltraumprogrammen. Das sind beide Multimilliardäre. Elon Musk ist der Inhaber von Tesla Motors. Jeff Bezos der Inhaber, das ist der reichste Mensch überhaupt auf der Erde, Inhaber von Amazon. Ja, und Anatoli Nitzki hat angesprochen, dass heutige Programme der Erschließung des Weltalls, sie sind eigentlich zum Sterben verurteilt. Wenn wir wirklich Weltall dann erschließen wollen, dann geht es nicht mit dieser Technik, weil die viel schneller unsere Umwelt zerstört, als dass sie uns hilft. Ja, ein Start von so einem Space Shuttle macht ein Ozonloch in Größe von Frankreich aus, ja. Ja, das muss man sich vorstellen. Das sind Tonnen und Hunderte von Tonnen Treibstoff, hochreaktives Treibstoff, was mit hoher Geschwindigkeit in die Atmosphäre geblasen wird. Das macht kaputt. Und Anatoli Nitzki hat ja eigene Idee für Weltraumerschließung erfunden. Ja, dieses Kreis um die Erde herum, also um den Äquator herum, sieht man da auf dem kleinen Foto. Ja, das wäre ein Vortrag für sich, wie das funktioniert. Aber in dem Brief hat also die beiden ehrenhaften Männer über seine Idee erzählt und an sie appelliert, dass die dieses Vorhaben auch mit unterstützen. Und dieser offene Brief hat für viel Resonanz in sozialen Netzwerken gesorgt
Und selbst eine populäre russische Zeitung, Komsomolskaja Pravda, hat das auch veröffentlicht. So, und noch 3 Kurznachrichten. Der Übergang auf die 13. Etappe hat wahrscheinlich jeder schon mitgekriegt, wurde auf 26.12. verschoben. Also die Preise werden sich nicht so stark ändern, aber so wie ich gehört habe, werden die Preise sich auch im Laufe der 13. Etappe nach und nach ändern. Ja. So, der Umtausch der Tokenanteile gegen SkyWay Token hat begonnen. Das hat man ja vorangekündigt vor ungefähr einem Monat. Jetzt hat man das auch technisch umgesetzt und die ersten 50.000 Menschen, die das Glück haben, die Möglichkeit haben, das umzutauschen, haben auch die Möglichkeit dazu. Ja, aber White Paper ist bislang noch nicht veröffentlicht, also könnte man warten und sich vielleicht einlesen, was das ist. Und die dritte Nachricht ist, die Big Push Aktion von SkyWay Capital hat begonnen. Die Big Push Aktion ist für die aktiven Partner und das heißt, wenn man selber eine Investition tätigt von mindestens $50 zu dem aktuellen Kurs, einen schlafenden Partner erweckt, also jemand, der schon länger sich eingeschrieben hat bei SkyWay, aber nichts investiert hat, und einen neuen anschreibt, dann hat man sich qualifiziert für diese Big Push Aktion. Ja, und das Land, was am meisten damit erreicht hat, wird große Preise dann gewinnen und die einzelnen Teilnehmer eben kleinere Preise. Ja, das war schon von meiner Seite. Und jetzt, falls da Fragen sind, dann bin ich gerne bereit, die zu beantworten. So, jetzt muss ich wahrscheinlich den Chat einschalten. Irgendwie. Wüsste aber nicht, wie das gehen soll. Weil. Okay. So, ich habe eine Frage. Wann wurde die Big Push Aktion gestartet? Die wurde gestartet, ich glaube, 23. November oder so. Oder, ne, weiß ich. Als wir in Vilnius waren, genau, ja. Ja, 7. November hat sie gestartet. Also wenn Fragen sind, dann am besten in den Chat schreiben. Ja, bei Questions. Also nochmal zu der Big Push Aktion. Für aktive Partner, wenn man eine eigene Investition von $50 macht, einen schlafenden Partner erweckt, das heißt einen, der schon länger sich eingeschrieben hat, aber nicht investiert hat in der ersten Linie. Okay. Dann muss man zur Investition bringen. Und das dritte ist, dass man einen dritten Partner einschreibt, also einen Partner einschreibt in die erste Linie. Und dann hat man sich qualifiziert, dann bekommt man ein kleines Dankeschön, ein Fähnchen im Backoffice oder was auch immer. So, aber gut, das qualifiziert wofür halt ja dafür, dass man dieses Preis bekommt, ja, dieses kleine Andenken. Ich weiß nicht, was genau das ist, aber es steht einfach, wenn man das macht, kann man auf Preise sich freuen.
So, okay, eine Minute warten wir noch, falls da jemand noch eine Frage hat. Ansonsten hören wir auf. So, na, vielleicht. So, naja, ich weiß nicht. Vielleicht sehe ich da was nicht. Keine Ahnung. Okay. Ja gut, also wenn keine weitere Fragen sind, dann vielen Dank für die Aufmerksamkeit und schönes oder Weihnachtsfest diesmal. Ja, ja, vielen Dank.